jenseits des Irdischen, auf den Spuren unglaublicher Phänomene. Heute zum Thema instrumentelle Transkommunikation. Unser Gesprächspartner Hans-Otto König aus Mönchengladbach, dem bekannten Forscher und Pionier auf diesem Gebiet. Am Mikrofon Gerd Körbel. Wir haben heute einen prominenten Gast bei uns, Hans-Otto König, Forscher, Experimentator und Pionier in puncto Tonbandstimmen. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Hans-Otto König bereits mit diesem Phänomen. Alleine schon aufgrund seines Berufes ist er auch geradezu dafür prädestiniert. Hans-Otto König, Sie sind von Berufswegen her Elektroniker, ein Mann also, der in technischen Belangen weiß, wovon er spricht. Ja, das will ich hoffen. Also zum ersten Mal habe ich die Erfahrung mit dem Phänomen Transkommunikation ist mir lieber als Tonbandstimmen 1974 gemacht, und zwar in einer Fernsehsendung. Das war eine Kontroverse, und zwar stellte Friedrich Jürgensen dieses Phänomen vor, machte auch eine Live-Einspielung. Das Sonderbare war dabei, dass auf Fragen Antworten kamen und die antworteten, behaupteten, Verstorbene zu sein. Das war für mich irgendwie seltsam, trotzdem, dass für mich dieses Phänomen, ja, man kann sagen, gar nicht geben darf, laut Physik. Also im physikalischen Weltbild passt das überhaupt nicht hinein. Und aufgrund dessen machte ich Selbstversuche, nicht um mit Verstorbenen zu sprechen, nein, ich wollte das Gegenteil beweisen, dass es nicht Verstorbene sind, dass es mehr oder weniger ein Irrtum ist. Und dass, wie viele Parapsychologen auch diesen Begriff Psychokinese prägten, dass es aus dem Innern des Menschen kommt, aus dem sogenannten Unbewussten. Sie holen jetzt direkt mit sehr vielen Einzelheiten aus. Wir wollen unsere Zuhörer nicht direkt erschlagen mit Begriffen, mit einzelnen Fakten und Gegebenheiten. Rollen wir einmal ganz langsam und von vorne an den berühmten Faden auf. Seit 1974 beschäftigen Sie sich intensiv und auch konsequent mit dem Thema Tonbandstimmen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, aufgrund einer damaligen Fernsehsendung. Ja, das war mit Friedrich Jürgensen, und es waren noch einige Experten, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzten, lief unter dem Motto Psi. Das war eine Fernsehreihe, wo verschiedene Phänomene vorgestellt wurden, mitunter auch dieses sogenannte Tonbandstimmenphänomen. Sie jetzt in der Position des Elektronikers, standen Sie dieser Sendung skeptisch, zweifelnd oder befürwortend gegenüber? Nee, sehr skeptisch. Denn, wie gesagt, also für mich ist dieses Phänomen, wäre mir auch vollkommen egal gewesen, dass, ob es jetzt Verstorbene sind oder was es immer ist. Das Phänomen an für sich war für mich irgendwie schon, man kann sagen, ich war begeistert davon, aber skeptisch, dass es Verstorbene sind. Also für mich war dieser Moment auch irgendwie ein einschneidender Moment in meinem Leben. Es hat sich vieles verändert, aufgrund dessen, dass ich irgendwie etwas nachgegangen bin, was es an für sich nicht geben dürfte. Hans-Otto König, darf ich das so interpretieren, dieses Phänomen dieser Stimmen, dass diese Stimmen zu hören waren, das stand für Sie fest? Ja, die waren also real. Ja, kein Zweifel. Das war ja so, dass auf Fragen auch sinnvolle Antworten kamen. Das war an für sich das, was für mich ja sehr verblüffend war. Laut Fernsehsendung hieß es, es sind Stimmen von Verstorbenen. Ja, also da war ich nicht mit einverstanden. Also nach meiner Vorstellung war das theoretisch nicht möglich, dass Verstorbene sich artikulieren können, dass sie sprechen können. A, wo ist der Kehlkopf? Wir sind ja gewohnt, mit unseren Stimmbändern, mit unserem Körper als Resonanzkörper uns zu artikulieren. Das fehlt ja bei jemandem, der vielleicht seinen Körper verlassen hat oder nur als Geist noch irgendwie noch existent ist. Nun beschäftigen Sie sich ja mehr als ein Vierteljahrhundert mit diesem Phänomen. Zu welchen Forschungsergebnissen sind Sie gekommen? Ja, man sollte schon anfangen damit, dass ich eigene Versuche gemacht habe
Und ich habe 2 Jahre gebraucht, um mich davon zu überzeugen. Ich würde sagen, 200% davon zu überzeugen, dass es tatsächlich Verstorbene sind und waren. Und zwar aus folgendem Grund. Es meldeten sich bei mir Personen, die ich zu Lebzeiten nie kennengelernt habe, die ihren Namen, ihre Adresse gesagt haben und dass sie vor irgendwie etlichen Jahren mal gelebt haben. Das habe ich historisch recherchiert und festgestellt, dass es tatsächlich so war. Das war für sich der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass ich Experimente auf dem elektronischen Bereich gemacht habe. Irgendwie müssen sich ja diese Stimmen manifestieren. Und bin dann fündig geworden und habe dann festgestellt, dass sich was im Ultraschallbereich tat. Und zwar der Ultraschallbereich ist ein Bereich, der für unsere Ohren nicht mehr zugänglich ist. Das ist alles das, was über 20 Kilohertz, das sind 20.000 Schwingungen pro Sekunde darüber hinaus ist. Ein Tier, ein Hund zum Beispiel, kann diese Schwingungen wahrnehmen bei 30, 40 Kilohertz. Aber das kann der Mensch nicht mehr. Und da manifestierten sich auch bestimmte Informationen. Wir müssen jetzt unterscheiden, es sind keine physikalischen Frequenzen oder Wellen oder elektromagnetische Wellen, es sind Informationen, die ganz anders geartet sind als das, was wir kennen. Meldet sich. Für die Hörer, die es nicht verstanden haben sollten, hier meldet sich Jenseits. Meldet sich. Meldet sich. Sagt allen Menschen, dass wir leben. Sagt allen Menschen, dass wir leben. Sagt allen Menschen, dass wir leben. Aber hören wir noch ein weiteres Beispiel. Die Toten sprechen. Wir sind's. Auch das wiederholen wir 2-mal. Hans-Otto König, wie passiert denn nun was, dass sich diese Stimmen überhaupt auf Band melden können? Ja, man baut sich ein Modell auf. Ein Modell, das aufgrund der Erfahrung irgendwie sich zusammenfügt. Und zwar bin ich heute davon überzeugt, dass der Mensch weiter existiert in seinem Bewusstsein. Nicht jetzt mit dem Körper nichts zu tun, aber das Bewusstsein, alles, was er erlebt hat, in dieser Zeit, vorigen Zeit und alles das, bleibt erhalten. Und dieses Bewusstsein, mehr oder weniger die Gedanken, Die Erinnerung, die Erinnerung der Mensch hat. oder die Gedanken überhaupt, Ja. werden dann über die Technik wieder manifestiert. Es ist an für sich nichts Neues, die Transkommunikation. Früher gab es Menschen, die sensitiv waren. Das haben wir mittlerweile verlernt durch unser materialistisches Denken. Das ist uns abhandengekommen. Und was wir heute erleben, ist mehr oder weniger alter Wein in neuen Schläuchen. Wir haben die Technik, die uns dazu bringt, dieses wieder aufleben zu lassen, den Kontakt wiederherzustellen zu Menschen, die ihren Körper verlassen haben, also die den biologischen Körper nicht mehr brauchten. Also Verstorbene. Verstorbene. Ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen. Wir wissen, dass ja Menschen, die am Kehlkopf operiert werden oder an den Stimmbändern operiert werden, können die auch nicht mehr sprechen. Aber heute ist die Technik und die Medizin so weit, dass den Menschen eine Technik an die Hand gegeben wird, dass sie sich wieder artikulieren können, durch sogenannte Resonatoren, die dann wieder den Menschen zum Sprechen bringen können. Und mehr oder weniger ist das Gleiche, nur dass hier der materielle Körper nicht benutzt wird, sondern der Geist, die Gedanken werden wieder umgesetzt, wieder materialisieren sich in Form von Worten. Und somit klingen auch die Aussagen etwas anders als das, was wir gewöhnt sind. Manchmal ein bisschen staccatohaft, computergetaktet, manchmal wird es mehr gesungen. Wir haben auch Gesangspassagen drin, die verdeutlichen, dass es, wir wissen es auch, dass es für ihn viel einfacher ist, gesanglich sich zu vermitteln als sprachlich. Und dann ist auffallend, sehr auffallend, dass die Grammatik meistens etwas durcheinander ist und nicht das, was wir so kennen. Das liegt aber daran, dass mehr oder weniger eine bildhafte Vorstellung umgesetzt werden muss, wieder in Worte. Und das, was wir ja kennen, das machen wir selbst auch.
Wir haben ja erstmal eine gewisse Vorstellung, was wir dann in Worte umsetzen und dass wir uns überhaupt artikulieren können. Wenn man es laienhaft nun ausdrücken möchte, heißt das nichts anderes, als dass Geist eine Art von Materie schafft. Ich möchte das Wort Jenseits hier an für sich nicht verwenden. Es ist ein falscher Begriff, der geprägt worden ist. Dieses Wort Jenseits heißt irgendwie mehr als weit weg. Ja. Jenseits, aber ich würde dann sagen, jenseits unserer Vorstellungskraft. Sagen wir mal, es sind Menschen wie du und ich, aber ohne Körper. Sie sprechen von einer Welt, die zum Beispiel eine Kontaktperson von mir hat mal gesagt, die Anja, Welt in Welt. Sie leben unter uns, mit uns, nur in anderen Schwingungsbereichen. Und so kam auch mal eine interessante Aussage. Es wurde gesagt, wir haben die gleiche Welt wie ihr, nur mit anderen materiellen Werten. Was verstehe ich darunter? Wir haben bestimmte atomare Verdichtungen, um unsere Welt kennenzulernen. Und unser Raum-Zeitgefüge ist hier ganz anders als das, was im jenseitigen Bereich ist. Sie leben in einer ganz anderen Schwingungsformation als das, was wir gewohnt sind, das, was wir kennen. Wir erleben das ja auch. Wir sind umgeben von Fernsehwellen, von Rundfunkwellen und alles diese Dinge können wir nicht wahrnehmen. Wir brauchen dazu eine Apparatur, um sie zu manifestieren, also einmal als Bild wieder zu sehen oder als Worte oder als Ton wieder zu hören. Wie sich das in der Praxis dann anhört, also wie diese Stimmen auf Band klingen, das möchten wir Ihnen dann nach dem nächsten Musiktitel einmal vorführen. Der Weg, den ich oft in Gedanken gehe, Sagt allen Menschen, dass wir leben. Sagt allen Menschen, dass wir leben. Sagt allen Menschen, dass wir leben. Bei einer derart lauten und besonders gut verständlichen Stimme auf Band stellt sich unweigerlich die Frage, Hans-Otto König, wie ist es möglich, dass Geist oder sagen wir ruhig das Bewusstsein eine solche klar verständliche Wiedergabe mittels Tonband möglich machen kann? Nicht über Tonband. Und zwar ist das eine spezielle Apparatur, die ich entwickelt habe. Es geht über eine Infrarotstrecke. Diese Infrarotanlage habe ich 1988 in einer Fernsehsendung vorgestellt. Und es hat lange Zeit gedauert, bis überhaupt eine Aussage kam. Es kommt selten vor, dass so laute Aussagen kommen. Die Lautstärke der Aussagen ist an für sich nicht entscheidend. Wichtig ist die Klarheit der Aussagen, dass man das auch richtig verstehen kann. Es war mehr oder weniger eine Botschaft der Jenseitigen und die Aufgabe habe ich jetzt, anderen Menschen zu sagen, dass der Mensch nach seinem Körpertod weiterlebt. Also genauso wie wir es mittels Stimme vernehmen können, sagt allen, dass wir leben. Richtig, ja. Um unseren Zuhörern aber auch zu verdeutlichen, in welcher normalen Form sich solche Stimmen auf Band manifestieren, wollen wir uns dazu ein weiteres Beispiel anhören. Hier heißt es zum Beispiel, hier ist Anja Dohrmann, denkt dran. Hans-Otto König, zu diesem Beispiel sollten wir den Zuhörer einige Hinweise geben. Was können Sie zum nächstfolgenden Beispiel sagen? Meldet sich. Mehr oder weniger, es ist eine Vermittlung, dass wir mit dem Jenseits in Kontakt sind. Hier meldet sich Jenseits, heißt mit anderen Worten, hier sind wir sind bereit, mit euch zu sprechen. Und zwar, diese Aussage kam bei einem ganz normalen Verfahren, was jeder nachvollziehen kann, über ein gewisses Equipment, und zwar Tonbandgerät, Mikrofon, Radio und 2 Feldgeneratoren, den FG3 und FG5, der als Verstärkung dient, als elektronischer Verstärker. Ganz kurz einblenden, FG3, FG5, FG3. Das sind meines Wissens nach auch Geräte, die Sie selber entwickelt haben. Die habe ich selber entwickelt und zwar auch für die Allgemeinheit. Man braucht nicht ein großes Labor und physikalisches Wissen. Man kommt mit den Geräten sehr gut zurecht. Sie strahlen ein multifrequentes Signal aus, was in der Struktur veränderbar ist.
Ich glaube mit Multi ist viel. Ja. Vielseitig. Und da jeder Mensch ein individuelles Frequenzbild besitzt, kann man dieses Frequenzbild mittels der Elektronik anpassen. Das ist einfach sicher Sinn und Zweck der ganzen Sache. Jetzt kommen wir auch wieder zurück auf diese, sagt allen Menschen, dass wir leben über die Infrarotanlage. Das ist eine Frequenz, die einer gewissen Gruppe zugeordnet ist und somit kann sie sich auch laut vermitteln. Im Zusammenhang mit den Tonbandstimmen bleiben wir einmal bei diesem. Ja gut, ist ein Begriff, der sich einprägt und einem, der sich eingebürgert hat, richtig. Ja. In gewisser Weise geben solche Stimmen ja auch einem trauernden Hinterbliebenen doch gewissermaßen Trost. Das habe ich gemerkt, das ist auch das Primäre an der ganzen Sache. Die meisten Menschen, die zu uns kommen, sind Menschen, die einen lieben Bekannten, Verwandten, wer es immer, verloren haben und möchten doch wissen, ob er noch existiert, ob er noch lebt. Das ist an für sich in der Natur des Menschen drin, so ein verstecktes, latentes Wissen. Der existiert noch, aber wie komme ich jetzt an diesen Menschen ran? Alle Religionen sprechen davon, es gibt ein Leben nach dem Tod, aber niemand kann eine eindeutige Antwort darauf geben. Die wissen alle, dass es sowas gibt, aber hier haben wir eine Möglichkeit, und das wissen die Leute auch vom Hörensagen, dass sie über die Akustik bzw. über die Technik den Kontakt herstellen können. Aus diesem Grund kommen viele Trauernde zu uns, um auch gewissen Trost zu finden. Man darf jetzt aber nicht vergessen, dass die Trauerarbeit sehr wichtig ist, die erstmal vollzogen werden muss. Ja, zumal ich denke ja auch, dass die Trauer des jetzt Betroffenen ist ja doch eine legitime Art, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Das ist richtig. Ich meine, ob wir Menschen oder jedes Lebewesen, ist irgendwie auch ein bisschen eigentümlich. Wir wissen weder, wo wir vor der Geburt gewesen sind oder nach dem Tod irgendwie hinkommen. Wir wissen auch nicht, was in den nächsten 5 Minuten geschieht. Das wissen wir auch nicht. Aber wir meinen, der Mensch meint, er wäre ein Individuum, ein geläuterter, ein entwickelter Mensch, im Geiste entwickelt, aber es fehlt doch vieles. Und wir haben hier die Möglichkeit, jetzt zu erfahren, wo komme ich her, wo gehe ich hin, und gerade über die Während des Tageskongresses in Kamp-Lintfort am 24. Mai im Beisein von über 230 Menschen von dem Phänomen Tonbandstimmen oder instrumentelle Transkommunikation mit eigenen Ohren bei ihren Experimenten überzeugen können. Ja, das ist richtig. Das war ein wunderbarer Erfolg. Das kann man nie voraussagen. Es ist halt ein Experiment, was gemacht wird. Bei jedem Experiment ist es so, gelingt es oder gelingt es nicht. Das hat man ja auch hier in diesem Fall gesehen. Gerade das Publikum war sehr positiv der Sache entgegengestellt und fand das an für sich wunderschön. Ganz kurz für unsere Zuhörer, die leider nicht an diesem Tageskongress anwesend waren, erklären Sie einmal kurz, welche Instrumente Sie bei diesen Experimenten verwendet haben. Hierbei habe ich auch ein Radio verwendet. Auf Anraten der jenseitigen Welt benutze ich einen Kristall, einen speziellen Kristall, da muss ich wieder sagen, physikalisch ist das nicht erklärbar. Es gibt viele Dinge, die nicht erklärbar sind, auch in der Physik. Aber hier ist der Kristall als Verstärker, als Katalysator dienlich und er wird mit UV-Strahlen bestrahlt und diese UV-Strahlen bewirken, dass ein zusätzlicher Träger vorhanden ist, wo die Jenseitigen sich darüber vermitteln können. Und zwar merkt man auch hier, dass eine ganz andere Intensität stattfindet als das, was man so mit der herkömmlichen Methode gewohnt ist. Wenn man jetzt einen so erfahrenen Forscher fragt, was ist für Hans-Otto König das eigentlich Wichtige an diesen Tonbandstimmen? Ja, die Menschen sind ja wissenschaftshörig und der ganze Sinn in meiner Tätigkeit liegt darin, wissenschaftlich zu beweisen, das, was heute in unsere Physik nicht hineinpasst, dass es das gibt, dass sowas existiert.
es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als die Schulweisheit sich träumen lässt. Ja, das hat Hamlet mal zu seinem Freund gesagt, als sein Vater, der ermordet worden ist, erschienen ist. Dieses wird gerne zitiert, aber es ist tatsächlich so, vieles ignorieren wir und wir nehmen alles nur wahr mit unseren 5 Sinnen, was wir so weit erfassen können. Alles, was darüber hinaus ist, existiert angeblich für uns nicht. Ja, und dann zum Zweiten wäre für die Menschen, die jemanden verloren haben, auch jeder Mensch soll wissen, und ich glaube, es ist für unser Leben auch sehr wichtig, zu wissen, dass es ein Leben nach unserem Körpertod gibt. Wir erkundigen hier uns auch, wenn wir in einem fremden Land einreisen, wir kaufen uns Bücher darüber, wir wollen mehr über die Kultur wissen, wir wollen über das Land viel wissen. So ist es hier auch, wir wollen auch wissen, was erwartet mich nach meinem Körpertod? Geht es weiter oder ist mit dem Tod alles vorbei? Jetzt von der Philosophie her würde ich sagen, es ist vollkommen unlogisch zu sagen, mit dem Tod ist alles vorbei. Dann frage ich auch wieder zurück, warum bin ich überhaupt hier? Was ist der eigentliche Sinn und Zweck meiner Existenz hier auf der Erde? Essen, trinken oder arbeiten, ist das alles? Wenn ich Hans-Otto König diese Frage stellen würde, warum sind wir auf Erden? Wie antwortet Hans-Otto König darauf? Ja, ich glaube, unser Erdenleben ist an für sich, wie in einer Aussage gesagt wird, ein Schatten allen Seins. Mädchen, du lebst, um zu sterben. Euer Erdenleben ist nur ein Schatten allen Seins. Mädchen, du lebst, um zu sterben. Euer Erdenleben ist nur ein Schatten allen Seins. Jetzt komme ich auf ein Thema zurück, die Reinkarnation, die in unserer westlichen Welt irgendwie ein Tabuthema oder vollkommen vom Tisch gefegt worden ist durch den Zweiten Konzil im 5. Jahrhundert. Brauchen wir gar nicht so darauf einzugehen, aber alle anderen Religionen wissen oder sind davon überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es die Reinkarnation gibt und dass wir schon mehrmals gelebt haben, mehrmals würde ich sagen, und die Jenseitigen haben auch schon mal gesagt, vom Mineral bis zum kosmischen Bereich. Und diese Entwicklung ist an für sich wichtig, auch in unserem Erdenbereich, dass wir uns hier läutern. Wenn wir dieses Ziel nicht erreicht haben, dann inkarnieren wir wieder. Zum Beispiel, das war anfänglich, habe ich gefragt, warum muss das Kind mit 8 Jahren versterben? Andere Menschen werden 80, 90 Jahre alt und wären froh, dass sie sterben könnten. Man sagt, warum muss es zu früh rübergehen? Das haben wir auch gefragt. Und da wurde uns gesagt, Lebensprogramm beendet. Sie sprachen von einem Lebensprogramm und sie musste nicht rübergehen. Es wurde gesagt, sie durfte rübergehen. Es war aber mehr oder weniger ein Abschnitt, wo sie sagen konnte, hier mache ich Schluss, ich brauche nicht mehr zu inkarnieren. Das Lebensprogramm war beendet. Nicht nur in diesem Bereich, auch in den anderen Bereichen. Sie hat sich so weit entwickelt, dass sie rübergehen durfte. Gut, das mag vielleicht nur ein sehr schwacher Trost sein für eine jetzt betroffene Mutter. Mir brennt wohl eine persönliche Frage auf der Zunge. Und ich denke, da spreche ich wohl allen religiös gläubigen Menschen mit aus der Seele. Denn in der Bibel heißt es, du sollst die Toten nicht befragen. Das steht da im gänzlichen Widerspruch zu dem, was die Forschung Thomannstimmen betrifft. Ja, das wird nur falsch interpretiert. Und zwar ist das aus dem 5. Buch Moses, im Alten Testament. Sie sprechen von Lebenden im Jenseits und von Toten im Jenseits. Und die Toten sind mehr oder weniger Menschen, die sich im Geiste von Gott abgewandt haben. Die lebenden Verstorbenen sind die Menschen, die mit Gott verbunden sind, Gott gefällig sind und somit auch eine positive Antwort geben können. Was direkt aber auch schon wieder durchblicken lässt, der Körpertod, den der Mensch auf Erden durchlebt, ist praktisch seine Neugeburt, nur in anderen Lebensformen. In einer anderen Lebensform, ja, wo wir eben schon mal angeschnitten haben, in einer anderen Schwingungsform. Wir sind in einer dreidimensionalen Welt, werden wir geboren und wir gehen aus dieser dreidimensionalen Welt wieder raus und werden zeitlos.
Das ist ja zum Beispiel auch mit der Zeit. Wir haben uns ja eine Zeit geprägt, um unsere materielle Welt zu erkennen und kennenzulernen. Normalerweise, auch nach dem physikalischen Begriff, gibt es die Zeit nicht. Zeit ist eine Illusion, die wir uns geprägt haben. Wir verändern ja sogar die Zeit. Aber da habe ich eine sehr interessante Aussage mal gehabt, da dieser Zeitbegriff nicht existiert bei den Jenseitigen, wurde mal gesagt auf meine Frage hin, wann soll ich mich wieder melden, dann kam morgen Abend 7 Uhr. Und da habe ich mir gedacht, wie kommt es, dass Sie auch irgendwie einen Zeitbegriff noch haben? Habe dementsprechend zurückgefragt und dann wurde mir geantwortet, wir nehmen den Zeitbegriff von eurem Bewusstsein. Damit wäre auch jetzt eine Frage beantwortet, nämlich Sie nehmen unser Gedanken wahr, nicht das verbale Wort, was wir sprechen, unsere Gedanken. Und somit passiert es des Öfteren, dass vor der Fragestellung schon die Antwort kommt. Wir haben uns ja im Kopf schon die Frage zurechtgelegt und somit kommt oft vor der Frage schon die Antwort. Oder wenn wir fragen, in diese Frage hinein schon die Antwort. Stichwort Zeit ist übrigens auch für uns ein gutes, leider trauriges Stichwort, denn uns brennt die Zeit nicht nur unter den Nägeln, sie läuft uns quasi wie Sand durch die Finger. Hans-Otto König, wir dürfen uns ganz herzlich bedanken für Ihren Besuch bei uns und ich hoffe, wir sehen und hören uns eines Tages wieder hier in unserer Sendung Jenseits des Irdischen. Ich danke schön, Herr Kirvel. Ich danke Ihnen. Das war also unsere Sendung zum Thema instrumentelle Transkommunikation und zu den sogenannten Thomann-Stimmen. Hierzu unser Gesprächspartner, der wissenschaftliche Forscher Hans-Otto König aus Mönchengladbach. In der Technik Christel Kreischer. Am Mikrofon Gerd Kürvel. Für weitere Informationen zur Sendung schreiben Sie bitte an. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Jenseits des Irdischen, auf den Spuren unglaublicher Phänomene.